Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und es wird fleißig weiter geradet. Wir sind hier bei dem Gilden-Raid Nummer 103. Ja, keine Sorge, es werden nicht mehr allzu viele Raids höchstwahrscheinlich kommen, denn wir werden, denke ich mal, relativ schnell nochmal an unsere Grenzen geraten, was die Raids angeht. Ja, da die... wie gesagt, die allerersten Gilden auch gerade bei Raid 110 sind. Und bis dahin werden wir, glaube ich, nicht kommen. Deswegen wird es relativ schnell für uns, denke ich mal, bald ein Ende haben. Ja, falls das hier den einen oder anderen schon auf den Sack geht mit den ganzen Raid-Videos hier. Ne? Aber ja, ich finde es mal zur Abwechslung mal ganz nice, mal so ein paar Gildenkämpfe hier zu sehen. Was wir auch mal machen können, fällt mir jetzt mal gerade spontan ein. Wir können auch mal ganz gerne in die internationale Ehrenhalle schauen und mal dort einen internationalen Gildenkampf uns anschauen. Ja, von meiner Main-Gilde, aber vielleicht auch von W27, weil das ist nämlich auch ein sehr interessantes Thema mit W27. Das werde ich nochmal vielleicht genauer im Detail ansprechen. Ich habe es ja schon öfter mal angesprochen gehabt. Da der W27 halt der Battlemage-Server ist und Battlemage halt die beste PvP-Klasse nachher im Late ist, sind wir da auf jeden Fall schon gut am Überholen, sag ich mal. Ne? Also ich glaube, ich weiß es jetzt, ich will nicht lügen, ob es W3 oder W6 war. Auf jeden Fall haben wir eine von den beiden internationalen Welten schon in der internationalen Ehrenhalle überholt als W27-Server. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also da werde ich, glaube ich, nochmal ein extra Video zu machen. Da sind wir ziemlich fett am Pushen. Und ich bin gespannt, wie hoch wir noch da kommen werden. Sehr, sehr interessant. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, kommen wir jetzt erstmal auf meinen Main-Server hier zurück, auf S31.de, ja, wo wir hier mit unserem Magier am Start sind. Stufe 560 bin ich auch sehr, sehr stolz drauf auf jeden Fall. Schon sehr viel geleistet. Vielleicht werden wir, ja, dieses Jahr, glaube ich, werde ich nicht mehr Stufe 600 werden, aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall die 600 geknackt werden. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Viele Leute haben ja schon mittlerweile die 600, ne? Und ja, dadurch, dass ich jetzt halt massiv auf Gold spiele, wird's halt nicht unbedingt, ja, geht's halt nicht unbedingt schneller voran, sag ich mal, ne? Da helfen die Raids auf jeden Fall schon ziemlich krass, ja. Pro Raid ganze 2 Millionen Erfahrung. Ja, ich sag mal, besser als nichts, ja. Besser als nichts, ne? Und auf die Gilde gesehen, auf 50 Leute, ist es halt dann doch schon wieder irgendwo ein bisschen Erfahrung so, ne? Aber natürlich, ganz klar ist es jetzt nichts, ja, wo man sagt, wow, hey, wie gesagt, es lohnt sich ja richtig hier die Raids hier zu machen, ne? Ja, das leider nun mal nicht, ne? Gut, wir werden mal ein bisschen vorskippen hier, denn ja, so sehr viel gibt es ja hier dann auch nicht zu sehen, ne? Wir sind jetzt hier gleich bei dem quietschegelben Tod angelangt hier, ne? Und dann werden wir mal schauen, wie dieser Fight ausgehen wird. Ja, da ist er, das Quietsche-Entchen. Ne? Komischerweise haben wir hier alle diesen, ich weiß gar nicht, hier diesen Drudenfuß oder was das da ist im Hintergrund als Profilbild. Ja, als Hintergrund irgendwie. Die letzten Gegner, das war da auch schon so gewesen. Ne? Keine Ahnung, warum, ja, weiß ich nicht, warum, ja. Also muss einfach irgendwie ein Hintergrund hin, ja, keine Ahnung warum. Haben sich einfach dafür dann entschieden, ne? Aber ja, sei es drum, wir skippen uns mal ein bisschen weiter voran. Die Quietsche-Ente wird hier natürlich den ein oder anderen von uns hier massakrieren. Ne? Deswegen werden wir mal ein bisschen skippen, bis wir ja, ein paar Leute haben, die ein bisschen mehr Widerstand bieten. Ja, wir sehen schon, so langsam kommen wir in die 500er-Bereiche von unseren Dudes. Ja, und da machen die Leute natürlich auch so langsam ein bisschen Schaden gegen den Gegner hier, ne? Ja, jetzt hier kommt der Duratin, ja, ist auch mal mehr oder mal weniger aktiv, ne? Auf YouTube leider schon lange nicht mehr so aktiv wie früher, ne? Aber jeder geht halt seinen eigenen Weg im Real Life so, ne? Und deswegen bleibt er dann auch meistens dann ein bisschen, ja, sag ich mal, das Hobby YouTube auf der Strecke. Können froh sein, dass er wenigstens noch spielt. So, haut hier auch ziemlich guten Schaden raus, muss ich sagen, gegen die Quietsche-Ente. Ne? Auch wenn er nicht mehr so aktiv am Start ist. Ne? Damals, weiß ich noch, Duratin wollte ich unbedingt einholen im Level. Jetzt bin ich schon deutlich, deutlich über ihn. So, ne, habt ihr auf jeden Fall gut Progress gemacht. Ne? Auch jetzt, wie gesagt, generell in letzter Zeit auf dem Server habe ich mich echt gut angesiedelt, muss ich sagen.
Ja, und da bin ich auf jeden Fall schon sehr stolz drauf. Vielleicht können wir in nächster Zeit auch unseren Platz 1 irgendwann stagnieren, aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Da müssen wir noch ein bisschen skillen noch, und ich sag mal so, die Konkurrenz schläft nicht, also es wird auf jeden Fall nicht sehr einfach werden. Ja, jetzt nach dem Osman müsste ich drankommen, da bin ich, ja, guten Morgen, der Dorzer hier, ja, und verpasst dir den Gnadenstoß, so wie es aussieht. Und weitere 2,5 Millionen Erfahrung auf Nacken. Ja, Quietsche, gelber Tod, wurde eliminiert, wo haben wir die Luft rausgelassen aus dem Quietsche-Entchen hier. Jetzt ja, hat es nichts mehr zum Quietschen. So. Und wir haben den 103. Raid auch besiegt. Ja, sind noch relativ easy. Ich bin gespannt, wie weit wir noch kommen werden. Bis die Leute dann hier, ja, bis die Raids dann nachher zu schwierig werden und wir dann nichts mehr hinbekommen. Ja, hier Schatten habe ich eben gerade komplettiert. Ja, Stufe 200, das nächste Pad. Und jetzt haben wir hier auch die nächste Station, das nächste Element auf 4K hochgeknallt. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch Wasser und den Rest haben wir, ja, da stacken sich jetzt so langsam die Früchte. Ne? Können wir nichts machen. Auf jeden Fall, ja, weiterhin Platz 1, das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Ne? Und werde jetzt auch gleich noch meine Alu spielen, dadurch kriege ich auch immer noch mal mehr Ehre. Dann farmen die anderen mich wieder ab, so dass ich meine ganze Ehre verliere. Dann kriegen die wieder mehr Ehre und am Ende des Tages farme ich die wieder ab, und so pushen wir uns immer gegenseitig hier in der Ehrenhalle weiter hoch, ne? Und climben quasi, ja, hier unseren Weg nach oben. Wir können ja mal schauen in die internationale Ehrenhalle, wo hier unser Kollege ist. Der Sir Webster hier auf Platz 93, ich glaube, haben wir ein bisschen gut gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir waren auch schon mal, ich weiß gar nicht, vor dem Leggy Dungeon waren wir, glaube ich, knapp vor der 100 gewesen oder so. Ich glaube, das war mein erster internationaler Ehrenhallenkampf. Ich glaube, da war ich kurz vor der 100 irgendwie. Jetzt auf 93 schon vorgekämpft, besser als nichts, ja. Dauert auf jeden Fall ziemlich lange, weil, gut, hier sind natürlich ganz schöne Brecher unterwegs hier in der International Hall of Fame, ja. Gucken wir uns mal den aktuellen Kampf an. Ich bin auch noch ganz froh, muss ich sagen, dass hier Sir Webster noch tagsüber spielt auf jeden Fall, weil um 18 Uhr entscheidet sich ja, wer in die internationale Ehrenhalle kommt. Und noch ist Sir Webster halt konstanter ja, im Schaden als ich, ne? Und deswegen, ja, ich spiele ja meistens immer so morgens nach der Nachtschicht oder so, und dann bin ich meistens auf Platz 1, und wenn die anderen Leute auf dem Server dann so langsam wach werden und dann ihre Alu spielen und mich abfarmen, dann sind die halt wieder Platz 1, und so tauscht man sich das immer hin und her. Ne? Ansonsten so von den Stats, ja, ich vergleiche mich immer mit Sir Webster, weil er halt mit Abstand hier der stärkste ist auf dem Server. Ich habe hier fast 65k und er hat hier 60k, ja, dafür hat er hier 40k und ich habe 30k. Okay, ja, also insgesamt overall gesehen ist er noch ein bisschen weiter vorne, was die Basis-Stats anbelangt, aber ich habe jetzt auch schon einen kleinen Vorteil. Ich denke mal, ich habe ein paar mehr Einträge im Sammelalbum, was Legendaries angeht, weil ich schon komplett full equipped bin, was orangene Edelsteine angeht. Da fehlt dem Sir Webster hier noch einer, ja, oder vielleicht lässt er den drin. Dafür hat er aber komplett alles große Edelsteine, hier sehe ich gerade. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, da ist er denn mir schon ein bisschen voraus, weil ich habe hier noch 2 Slots, die belegt werden müssen, wo noch bessere Edelsteine rein müssen. Das sind auch pro Attribut nochmal, ja, 200 würde ich so sagen. Ja, also 400 auf Ausdauer und Intelligenz könnte ich nochmal gut machen, wenn ich noch 2 große orangene Edelsteine bekomme. Ne? Da müssen wir auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir die noch bekommen hier aus der Mine. Ja, skippen werde ich das nicht, das habe ich nicht vor. Und ja, Goldgrube auch ziemlich wichtig, dass ich die auch so gut es geht halt regelmäßig abhole. Gut, ich stelle mir jetzt nicht nachts den Wecker, ich heiße ja nicht Strider, so, dass ich hier meine Goldgrube noch in der Nacht jetzt noch irgendwie ein oder zweimal abhole, dass ich hier auch gar kein Gold waste. So tryhard bin ich denn nicht. Ja, in der Nacht lasse ich die dann volllaufen, aber am Tag achte ich dann schon darauf, dass ich hier nicht die überlaufen lasse, großartig, weil auf Dauer gesehen, ja, bringt die doch schon ziemlich viel. Umso höher man im Level ist, umso höher die Goldgrube nachher ist, umso mehr bringt sie natürlich, und dann sollte man darauf achten, dass man die auch regelmäßig abholt. So,
Ja, Akademie brauchen wir jetzt nicht von reden. Die ist jetzt gut. Guck mal, die bringt, wenn die vollgelaufen ist, das erstmal dauert es länger als die Goldgrube, bis sie vollgelaufen ist. Und dann bringt die noch weniger als so ein Gildenraid, wenn sie voll ist, ne? Also, ja. Und ihr seht, wie slow hier die XP generiert werden. Also, das ist wirklich lächerlich, sag ich mal. Ja, also, aber umso höher man im Level ist, umso weiter geht hier die Erfahrung natürlich runter. Ne, ist klar, auch in den Quests geht es immer weiter runter. Dafür geht das Gold halt hoch, ne? Aber da haben wir halt dann das Gold Cap, was uns da einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Ja, dafür aber die Goldgrube nachher. Also die ballert nachher halt richtig rein. So, ne? 5,8 Millionen pro Stunde ist schon nicht verkehrt auf jeden Fall. Und jo, da sollte man zusehen, dass man das Gold dann auch schnellstmöglich abholt. Gut, dann soll es das soweit auch wieder gewesen sein für heute. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.